Während unserer Südrunde auf der Baja California wächst unser Camp an und wir erleben weitere Seiten der Region. Lokale Fischer zeigen uns ihr Handwerk, wir probieren uns bisher unbekannte Früchte und auch die Natur des kalifornischen Golfs erleben wir diesmal nicht nur über, sondern auch unter der Meeresoberfläche. Dieses Spektakel ist einfach jedes Mal unglaublich. Willkommen zu einem neuen Video mit uns. Schön, euch wieder dabei zu haben. Wir haben Zuwachs bekommen in unserem Camp. Und zwar hier am Strand von Nine Palms. Der ist recht bekannt bei Surfern. Aber erstmal ein paar Eindrücke aus unserem Camp. Wir haben nämlich noch einen Synchro und einen UAZ dazu gekriegt. Mit natürlich den tollen Menschen, die darin reisen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie es jetzt im Camp aussieht. Und Roberto habt ihr noch nicht gesehen, weil er zurzeit gerade nicht ganz fit ist. Irgendwie hat er es diesmal mit dem Magen. Ich glaube, er hat mich irgendwie abgetauscht oder so. Aber ja, heute ist schon wieder besser als gestern. Und ich glaube, er schafft es dann auch bald mal, sich kurz blicken zu lassen. Und hier im UAZ reisen Tomislav und Sarah. Ein richtig cooles Auto. Aber die beiden sind gerade schnorkeln. Die sind gerade nicht hier. Hier in Synchro reisen die beiden, Sven und Caro, und die beiden haben wir in Halifax getroffen und jetzt sind wir einfach 30.000 Kilometer später zusammen am Strand. Und damit ihr auch mal was anderes als unseren Sprinter von drin zu sehen kriegt, zeigt Sven euch jetzt sein Moose. Hi, ich bin der Sven und zusammen mit meiner Freundin Caro sind wir auf der Panamericana unterwegs mit unserem T3 Synchro, den ich euch jetzt mal zeige. Wir sind jetzt gerade in Mexiko auf der Baja California. Wir haben uns für einen T3 Synchro entschieden, da das Auto ziemlich cool ausschaut, super geländegängig ist und Spaß macht damit zu fahren. Zu unserem Ausbau, das haben wir alles selber gemacht, war ursprünglich eine Caravelle, also mit Sitzen drinnen. Jetzt haben wir nur Fahrer- und Beifahrersitz. Wir haben das Ganze ausgebaut zu einem kleinen Wohnraum, also auf dem kleinen Wohnraum relativ geräumig in unserer Ansichtsweise. Wir haben Möglichkeit, vier Leute drin sitzen zu haben, um abends, wenn schlechtes Wetter ist, zusammen Spiele zu spielen oder ein Bier zu trinken. Das heißt, Fahrer- und Beifahrersitz sind beide drehbar, was den Raum deutlich größer macht. Wir haben Stauraum unterm Bett geschaffen, wir haben unsere Küche an die Schiebetür gebaut. Das heißt, da haben wir unsere kleine Kühlbox und oben drüber den Herd, alles zum Ausziehen, dass man auch von innen und von außen überall schön hinkommt. Dann haben wir auf der anderen Seite eine kleine Spüle verbaut, mit einer kleinen Wasserpumpe und einem Wasserhahn. Wasser transportieren wir alles in Kanistern, ist einfach zu befüllen und praktischer, haben wir nichts unterm Auto hängen. Und nochmal einen kleinen Wasserkanister mit einem Filtersystem integriert. Eine kleine Powerbank noch zusätzlich, die wir über ein flexibles Solarpanel laden können. Das hat 120 Watt und ja, die nehmen wir eigentlich nur zum Laptop und Kamera laden. Integriert haben wir eine 100 Ampere Lithium-Batterie, die über die Solaranlage geladen wird oder über die Lichtmaschine, die dann quasi alle anderen Versorger im Auto einspeist mit Strom. Da wir manchmal auf Supermarktplätzen stehen, wenn es sich nicht anders vermeiden lässt, oder generell ist es schön, eine Toilette an Bord zu haben. Deswegen haben wir auch in unserem kleinen Camper eine Toilette verbaut. Die befindet sich hier in dieser kleinen Eurobox. Das Ganze ist selbst gebaut. Einmal ist der Holzdeckel, dann ist ein Trichter fürs kleine Geschäft und hinten ist eine große Öffnung fürs große Geschäft. Da kommt ein Plastikbeutel rein und dann wird der danach entsorgt, irgendwo in den öffentlichen Mülleimer geworfen. Und somit kann man das Ganze sauber erledigen. Und es passt vom Packmaß her noch super in unsere Bettkonstruktion oder in unsere Stauraumkonstruktion. Und da erledigen wir unser Geschäft. Das hier ist unser Sofa oder unser Bett. Dafür, um das Bett zu bauen, nehmen wir einfach diese Schnur hier runter und lassen das Ganze nach hinten ab. Dahinter ist ein Holzbrett, das mit ganz vielen Löchern versieht ist, dass A, das Polster atmen kann und B, das Holz nochmal leichter wird. Dann muss ich einmal hinten die andere Matratze hochheben. Und dann haben wir schon unsere Liegefläche. Für mich, ich bin 1,83, ist es ein bisschen kurz, aber es funktioniert und dadurch hat man halt hier trotzdem, auch wenn das Bett ausgebaut ist und jemand hier liegt und schläft, noch relativ viel
Wohnraum. Das heißt, ich kann frühes Kaffee machen, während meine Freundin noch da liegt und schläft. Was recht angenehm ist, das ist beim T3 der Vorteil, dass du die volle Autolänge auch als Wohnraum hast, weil der Motor hier unten drunter ist. Hat man eben keine Motorhaube vorne dran, und jetzt im Vergleich zum T4 ist das Auto gefühlt 1 Meter länger vom Innenmaß, und dadurch hat man einen super Wohnraum, obwohl man ein relativ kleines Auto hat. Was natürlich der Vorteil ist beim Verschiffen oder bei der Parkplatzsuche oder bei diversen Sachen, ist ein kleines Auto von Vorteil, und deswegen haben wir uns auch für den entschieden. Das Auto ist komplett isoliert und gedämmt mit Sykaflex und Armaflex, was im Winter jetzt auch in Kanada ganz gut bewährt hat. Wir haben eine kleine Dieselstandheizung mit 2 kW, die den Bus super schnell angenehm warm macht, und auch also mit der Batteriekapazität der Heizung könnten wir quasi 4 Tage autark stehen und die Heizung durchlaufen lassen, was wir aber nie gemacht haben, aber es würde theoretisch gehen. Wir haben Verdunkelung für alle Scheiben, das heißt, wir können auch im Sommer alles schön dunkel machen und die Kälte innen behalten oder im Winter die Wärme innen behalten, je nachdem. Ja, es ist ein T3 Syncro. Das Modell hat jetzt eine Differentialsperre an der Hinterachse und an der Vorderachse. Zusätzlich noch einen G-Gang, das ist quasi ein kleiner, erster und ersetzter Gang. Und damit kommt man eigentlich überall, so weit bis jetzt sind wir überall hoch oder runter gekommen und überall drüber gekommen. Und es macht richtig Spaß, damit im Gelände unterwegs zu sein. Ja, bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit unserem Auto. Und wenn ihr Sven und Caro beim Reisen folgen wollt, folgt ihnen auf Instagram. Expedition Syncro heißt ihr, oder? Ja. Genau, also schaut unbedingt da vorbei. Und ich glaube, ich schaue jetzt gleich nochmal bei uns in den Van. Gerade wenn wir auch so in der Gruppe reisen, merke ich, dass ich ab und zu mal einfach einen Moment für mich brauche und mich auch zurückziehen möchte. Und gerade am Morgen tut es mir gut, eine Morgenroutine und einen Moment der Achtsamkeit für mich selbst zu haben. Und deswegen kommt auch AG1 hier ins Spiel, und ich möchte euch diesmal etwas über meine Erfahrungen damit erzählen. Ich nehme AG1 seit etwa einem Jahr, und gerade in der Anfangszeit hatte ich das Gefühl, viel energiegeladener in den Tag zu starten. Ja klar, das kann vielleicht auch einfach wegen des Bewusstseins dafür liegen, dass ich halt etwas für meinen Körper und meinen Geist getan habe. Aber auch in den Wochen danach konnte ich wirklich feststellen, wie meine Haare fester werden. Ich hatte viel weniger Haarausfall und auch die Haut hat sich sehr verbessert. Und ja, deswegen mische ich mir jetzt jeden Morgen mein AG1 an. Das geht auch mega einfach. Ich nehme einfach einen Löffel des Pulvers, 250 Milliliter Wasser oder einen Fruchtsaft, je nachdem. Schüttel das einmal richtig gut durch und fertig ist es. Und es ist gerade diese Pulverform, die es dem Körper auch leichter macht, all diese Nährstoffe zu absorbieren. Es sind nämlich 75 Nährstoffe in AG1 enthalten. Und das sind Vitamine, Mineralien, Botanicals und vieles mehr, zu einem großen Teil auch aus echten Lebensmitteln gewonnen. Und da will man natürlich, dass der Körper möglichst viel davon aufnimmt. Und nein, AG1 ersetzt natürlich keine ausgewogene Ernährung. Und ich würde sagen, wir legen da schon ziemlichen Wert drauf. Wir geben uns da recht gut Mühe. Aber immer gelingt es eben trotzdem nicht, und gerade wenn ich ja auch merke, wie mir AG1 hilft in gewissen Dingen, ja, ich glaube, das zeigt schon, dass man eben manchmal doch einen Mangel hat, so sehr man sich auch Mühe gibt, das zu vermeiden. Ich kann aus eigener Erfahrung hinter dem Produkt stehen, aber am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, und darum gibt Athletic Greens auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn man nicht zufrieden ist, erhält man das Geld zurück und es werden keine Fragen gestellt. Und wenn ihr ein neues Abo über unseren Link in der Videobeschreibung abschließt, erhält ihr außerdem noch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 Tropfen, 5 Travel Packs für unterwegs und auch den Shaker und die edle Vorratsdose mit dazu. Ich muss aber ehrlich sagen, so sehr ich auch von AG1 begeistert bin, da draußen ist wieder ganz schön Action los, und so wie es klingt, könnten da wieder Wale sein. Also ja, ich muss jetzt da raus und ich muss mir das ansehen.
obwohl ich nicht so fit bin, konnte ich es nicht lassen, um die Wale aufzunehmen. Also dieses Spektakel ist einfach jedes Mal unglaublich, die Wale so in der Natur zu sehen und wie sie da rumspringen und wie sie richtig Freude haben, nicht wahr? Ja, es ist wirklich jedes Mal was Besonderes. Einfach, man kennt es ja sonst eher so aus Filmen und ja. Aber ich habe da vorne, glaube ich, auch nochmal gerade Kühe gesehen, die laufen einfach durchs Camp. Also es ist wirklich, dieser Platz ist, keine Ahnung, ich glaube, ich muss es mir nochmal kurz ansehen. Hey, 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 Santula! Hey, 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 hey! Hey, Santula! Nein! Wenigstens einer, der ein bisschen aktiv ist hier. Oder zwei. Drei. Wir holen uns jetzt einen großen Fisch raus. Sehr gut. Also ihr kümmert euch ums Abendessen. Schauen wir mal. Santula hat auch Lust. Na? Die mag uns nachher wieder nicht mehr, wenn wir nass sind. Die schimpft dann mit euch, wo ihr auch wart. Ja, genau, die ist dann beleidigt. Ja. Geh mal los. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Es ist schon ein richtig schöner Platz hier, aber ich weiß nicht, ob man es hier hinten sieht. Am Strand kommen mittlerweile richtig viele Steine raus und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso wir hier auch nicht surfen waren, obwohl es eigentlich ja, so ein guter Spot sein soll. Ja, aber wir haben jetzt auch beschlossen, dass wir weiterfahren. Das Camp ist schon fast geräumt. Ich glaube, hier ist noch ein letzter Stuhl und ja, dann fahren wir auch schon weiter. Rausfahren schon fast stecken geblieben. Aber ich habe es rausgeschafft. Das ist unser geplanter Schlafplatz und ja, irgendwie hatten wir das fester in Erinnerung. Wir waren vor ein paar Wochen schon mal hier und da standen wir auch schon hier in der Nähe, aber ja, mal sehen. Die hacken da bestimmt was Gutes aus, was dann funktioniert. So, ich glaube, wir haben den Platz gefunden. Es ist ja schon ein bisschen weich, aber wir haben dann am Schluss auch gewechselt. Roberto ist reingefahren und ja, er kann das halt ein bisschen besser. Jetzt ist er da oben, holt die Sandbleche runter, denn wir müssen uns ein bisschen ausrichten. Wir sind doch ein bisschen schräg. Aber ja, dann glaube ich, haben wir hier ein schönes Plätzchen für unser nächstes Camp gefunden. Mach ich zu, gell? Ja. Also auf den Sand fahren? Oder sie stellen sich da quer, aber ich meine, wir können ja schon. Und kaum sind wir angekommen, werden wir angesprochen. Hier fährt nämlich ein Herr mit Früchten und Gemüsen wohl die Camper ab. Ja, da schlagen wir natürlich zu, oder? Arreglando el changarro. Kann man selber hin? Ja.
Bolsa. Sal y limón. Chilito tajín, Sí. polvito tajín, Ajá. sal y limón. Ja, das sind diese Vale. Sticks, was drin Bien rica, jícama. Yeah, it sounds like Dos. Dos. Tres. Aguacate. Sí. Aguacate. Papa. Picante. Muy picante o... Bueno. Mira, este picante. Este es. Este es jalapeño. No pica. muy. No, menos. No. Menos, mucho. Aber so soll es fast sein, oder? Hier in Mexiko kommt der Markt zu dir und du nicht zum Markt. So läuft das. Ich filme hier die ganze Zeit fleißig mit. Ich habe hier noch eine Tüte. 85. 85. 100. Ahí van 100. Sí. 100. Perfecto. 200. Muy bien. Muchas gracias. Feliz Navidad. Ah, ya pasó. Me queda muchísimo. Anvetzka, feliz Navidad. Feliz Navidad. Mi español no es tan bueno, pero ese entiendo. Ich würde sagen, das war ein Erfolg. Wir haben Avocados. Limone. Und wie heißt diese andere Frucht? Shikima? Jicama? Shikama? Ja. Ah, eine seltsame Frucht oder eine Rübe. Es sieht aus wie eine Zuckerrübe, finde ich. Ja, die probieren wir dann nachher. Er meinte mit Sal y Limon. Ja, Abendessen ist gerettet. Sehr gut. Guachinango no, nomás costillita. Aluminium wird es dann gebraten. Okay. Ja? Der aquí? Ist das Red Snapper da, der rote? Red Snapper. Sí, caldilla. Und dann? ¿Y los otros qué pueden recomendar? Hier verkaufen sie den Fisch direkt, ja, was die Fischer hier vorne gefangen haben. Und preislich sieht es auch sehr gut aus. Und ja, Jessie spricht mittlerweile fließend Spanisch, also führt sie hier die Verhandlungen. Und ja, ich glaube, heute Abend gibt es Fischtacos. Wir können gerne auch stehen hier. Also, ich meine, Snapper ist immer gut, aber man kann auch mal was anderes probieren, oder? Ja. Finde ich. Passt das auch für dich? Ja. Also Snapper ist halt teuer, oder? Genau, ja. Der ist halt viermal so teuer wie der. Ja, probieren wir den, oder? Einer wird wahrscheinlich. ¿Cuánto es? 2 kilos. 2 kilos, vale. Y son 60. 30 Pesos aufs Kilo, das sind 2 Kilo, also zahlen wir 60 und das sind umgerechnet 3 Euro. Ja. Für 2 ganz schön anständige Fische. Sie heißen Pierna, was übersetzt heißt Bein oder Fuß. Wie war das? Fuß, ja. Fuß. Ja. Und die werden es heute Abend. Ich glaube, es gibt richtig leckere Fischtacos. Und wer nimmt den aus? Also ausgenommen? Nee, der ist noch nicht ausgenommen. Der ist noch nicht Den muss ausgenommen. man noch ausnehmen und filetieren und alles. Ja, so lernt man. Genau. Wir haben jetzt 2 Profis, die wissen, wie es geht. Die können es uns zeigen. Also mindestens Tommy weiß ja schon, wie es Ja. geht. Wollen wir nicht noch nee. zum Fischer gehen und fragen, ob der uns die schnell rausschneidet, bevor wir selber Das habe eine ich mir mega beim Sauerei Hergehen machen? auch gerade Sollen wir gedacht. einfach alle hingehen und mit zugucken, weil es uns alle interessiert? Das könnten wir natürlich auch machen, ja. Roberto? Roberto? Also nach dem Ausnehmen fragen oder ausnehmen? Nach dem Ausnehmen. Also, aber, Irgendeinen Nachteil muss es ja haben, wenn man so viele Sprachen sprechen kann. Die Diskussion, wer jetzt den Fisch ausnimmt. Mal sehen, wer es am Ende ist. Jessie.
2 Gleich Kilo weniger. insgesamt. Kann man es den Fischen geben? Den Hunden geben? Innereien. Innereien? Oder macht Teil man das davon nicht? theoretisch schon, aber ich wüsste jetzt nicht welche. I look into your eyes, I see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're at the end. Guten Morgen! Ich konnte es mir nicht verkneifen. Wir haben von Van aus in der Früh die Fische reinkommen sehen und ich muss natürlich hinlaufen. Hier hinten sind die. Hier ist volle Action. Die kommen jetzt mit ihren Booten rein, holen den Fisch raus, ziehen die Boote an Land. Es ist richtig was los. Es ist einfach schön, auch das so miterleben zu können. Wir werden öfter mal gefragt, wie wichtig es ist, Spanisch zu sprechen, wenn man Mexiko bereist oder auch die weiteren Länder. Und ich muss sagen, ja, man kommt schon klar, wenn man einfach so die paar Fetzen kann, ein paar Basics. Aber man hat einfach viel mehr davon, wenn man wenigstens ein paar Wörter mehr kann. Ich meine, mein Spanisch ist ja weiß Gott nicht wie gut, schon gar nicht wie das von Roberto, aber ein paar Wörter mehr kann ich, glaube ich. Und dadurch konnte ich auch jetzt mit den Fischern ein bisschen reden. Die haben erzählt, dass sie aus der Gegend um La Ventana kommen und der Fisch, den sie hier fischen, also erstens mal gibt es hier mehr Fisch, deswegen sind sie überhaupt hier, aber der wird dann auch auf Lastwagen aufgeladen und kommt dann nach Tijuana und wird da verkauft, beziehungsweise auch teilweise in den USA. Also es ist schon, ja, da merkt man dann halt eben doch, dass manchmal so ein bisschen mehr Spanischkenntnisse oder Sprachkenntnisse einem doch helfen zu kommunizieren. Und so eben auch viel mehr zu erfahren und so, ja, mehr auch einen Ort oder die Menschen kennenzulernen und wie die Sachen da einfach so laufen. Ja, drum, also ich bin richtig froh drum. Soll einen aber auch nicht abhalten vom Reisen. Also mit Händen und Füßen kommt man ja eigentlich fast immer überall klar. Das haben wir bis jetzt gelernt. So, aber ja, ich glaube, ich gehe langsam zurück zum Camp. Es wird auch ganz schön warm. Ich muss mich langsam ein bisschen anders anziehen und ja, mal sehen, was da so läuft. Wir haben unseren Schlafplatz verlassen und sind jetzt bei Cabo Pulmo. Hier soll man richtig gut schnorcheln können. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen verwöhnt, oder wie soll ich das nennen? Ja, auf jeden Fall, wir lassen uns überraschen. Es soll schön sein, aber auch kalt. Also, ja, mal sehen. Tommy und Hannah leihen uns zum Glück ihr Gear aus. Das ist richtig cool. Ich freue mich. Ich freue mich schon. Irgendwie, ich weiß nicht, es wirkt alles so kalt.
Es war ganz nett, aber besonders wenn man rauskommt, es wird richtig kalt. Und wenigstens gibt es hier eine Dusche, um das Salzwasser abzuduschen, aber die ist auch nicht wirklich wärmer. Und ich muss rein und mich anziehen. Aber es war nett. War ganz schön. Schade, dass du nicht dabei warst. Ja. Aber es kommen noch viel schönere Orte. Ja. Besonders wärmere Orte. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir hoffen, euch hat das Video mit uns im Süden der Baja gefallen. Wenn dem so war, lasst uns doch gerne ein Like da. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und somit auch kein Video mehr von uns verpasst. Im nächsten Video ist Roberto auch hoffentlich wieder fitter und auch wieder mit dabei. Und ich sag bis dann, hasta luego.